Auswandern und Leben in den USA, der alte Traum, es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten vom Tellerwäscher zum Millionär zu bringen, wirkt auch heute noch wie ein Magnet auf viele Menschen aus aller Welt und auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Vereinigten Staaten sind berühmt für ihre pulsierenden Städte, die Weite des Landes mit seiner beeindruckenden Natur, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die geboten werden, sowie die kulturelle Vielfalt. Wie früher, so auch heute sind es nicht selten die Lebensbedingungen in der alten Heimat, die Menschen dazu veranlassen, diese zu verlassen und zu versuchen, ihr Glück in Amerika zu finden. Aber natürlich gibt es auch mannigfaltig andere Gründe, die Heimat zu verlassen und den Traum von der großen Freiheit in den USA leben zu wollen. Seien es die Steuern, das Klima, familiäre Gründe oder was auch immer. Seit einiger Zeit verlassen auch immer mehr Deutsche wieder Deutschland und suchen ihr Glück im Ausland, oft genug auch in den USA. Ganz wichtig und eine riesige Hürde für den Umzug in die USA ist freilich dabei immer das Visum. Jeder hat schon mal von der Green Card gehört. Die Green Card ist die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Und sie ist natürlich das Ziel vieler. Viele möchten diese Green Card haben. Und es herrscht auch vielfach ein Irrtum vor, nämlich der Irrtum, dass eine Auswanderung in den USA nur eben mit dieser Green Card möglich ist. Das ist aber absolut nicht der Fall. Heute wollen wir uns damit befassen, wie man eigentlich ohne Green Card in die USA auswandern kann. Grundsätzlich gibt es für Auswanderungswillige zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Arbeitsvisum in die USA einzureisen. Es gibt verschiedene Kategorien von Arbeitsvisa, abhängig von der Art der Arbeit und der Qualifikation des Auswanderungswilligen. Um ein Arbeitsvisum zu erhalten, braucht man normalerweise einen Arbeitgeber in den USA, der einem einen Arbeitsvertrag gibt. Dieser Arbeitgeber wird dann die Anstellung des Bewerbers unterstützen, man sagt dazu sponsern, und die erforderlichen Unterlagen und Anträge bei der US-Behörde für Arbeitsgenehmigungen einreichen. Prinzipiell ist, um in die USA zu ziehen, auch die Teilnahme an einem Studien- und Austauschprogramm möglich. Internationale Studierende können ein F1-Studentenvisum beantragen, das ihnen ermöglicht, während ihrer Studienzeit in den Vereinigten Staaten zu leben. Und schließlich können in einigen Fällen auch bestimmte familiäre Beziehungen oder berufliche Fähigkeiten die Einreise in die USA mit speziellen Visa ermöglichen, selbst wenn der Einwanderer keine Green Card besitzt. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Visa für Unternehmer. Das Auswandern in die USA ist also auch ohne Green Card möglich, solange man die Voraussetzungen für das gewählte Visum erfüllt und sich an die geltenden Gesetze und Regelungen hält. Und wie du siehst, gehört zu den Voraussetzungen, ohne Green Card einreisen zu können, in der Regel ein entsprechendes Visum. Befassen wir uns zunächst mit der Frage, was überhaupt diese Green Card ist. Es ist, wie gesagt, für Auswanderungswillige nicht immer ganz einfach, in die USA zu ziehen, insbesondere ohne die sogenannte Green Card. Offiziell heißt die Green Card in den USA übrigens Permanent Resident Card und berechtigt ihren Inhaber zum dauerhaften Aufenthalt und Arbeiten in den USA. Und so kannst du an die Green Card kommen. Erstens, Green Card durch Heirat. Eine solche Green Card erhält man zum Beispiel im Rahmen einer Heirat mit einem US-Staatsbürger oder Green Card-Inhaber. Dies kann einem ausländischen Partner ermöglichen, eine Green Card, also die Erlaubnis zum dauerhaften Aufenthalt, zu beantragen. Diese Erlaubnis zum Aufenthalt kann unter Umständen auch nach einer Scheidung erhalten bleiben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist natürlich ein gangbarer Weg, aber wer hat gerade einen US-amerikanischen potenziellen Ehepartner parat? Für die meisten dürfte dies also keine wirkliche Lösung sein. Möglichkeit Nummer 2, die Green Card durch Familienzusammenführung. Auch hier werden die allermeisten passen müssen. Wer aber enge Verwandte, Eltern, Geschwister in den USA hat, dem steht dieser Weg natürlich offen. Möglichkeit Nummer 3, Green Card durch Investition in eine US-amerikanische Firma. Auch durch Investitionen in die US-Wirtschaft kann man auswandern. Hierzu gibt es das sogenannte Green Card durch Investition-Programm, welches zum EB-5-Visum führt. Es ist ein klassisches Golden Visa, wie wir es auch in vielen anderen Ländern kennen.
Du musst zwischen 800.000 und 1,8 Millionen in ein US-Unternehmen investieren, je nachdem, ob sich die Investition in einem Ballungsgebiet befindet oder eben in einem nur wenig erschlossenen Gebiet. Dann geht eben auch der kleinere Betrag. Zudem muss das Unternehmen innerhalb von 2 Jahren mindestens 10 Vollzeitstellen für US-amerikanische Arbeitnehmer schaffen oder erhalten. Hier ist es meistens so, dass es hier viele Investitionsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn die Firma Hilton ein neues Hotel baut, sagt sie, okay, wir öffnen dieses Projekt hier für EB5 Antragsteller. Dann kannst du also in dieses Hotel dann entsprechend 1,8 Millionen oder 800.000 investieren. Das Ganze ist mehr oder weniger ein passives Investment. Du musst ja nicht wirklich unternehmerisch tätig werden. Und natürlich werden dann dort die benötigten Arbeitsplätze geschaffen. Es ist zu beachten, dass für das EB5-Visum umfangreiche Anforderungen gelten und es ist ein anspruchsvoller Bewerbungsprozess zu durchlaufen, der oftmals mehr als ein Jahr dauert. Nun, auch eine solch substanzielle Investition dürfte für fast alle nicht in Frage kommen. Wer hat als auswanderungswilliger Deutscher schon ein paar Millionen in der Schublade? Allerdings kann man als Mitarbeiter eines solchen investierten Unternehmens von diesem in die USA entsandt werden. Dazu später mehr. Zu den Möglichkeiten, in den USA zu leben, gehört auch das Vorliegen eines Jobangebotes von einem US-amerikanischen Arbeitgeber. In diesem Fall kann der Arbeitgeber einen Antrag auf ein EB1-Visum für den potenziellen Mitarbeiter stellen. Beachte hierbei allerdings, dass es sich hierbei nicht um das sehr viel bekannte H1B-Visum handelt, was ja, ich sage mal, für Normalsterbliche ist. Nein, das EB1-Visum ist nur für Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Bildung, Wirtschaft oder Sport oder natürlich auch internationale Führungskräfte. Nur wenn man dies nachweisen kann, kann man sich für die EB1 Green Card qualifizieren. Je nach Kategorie der arbeitsplatzbasierten Green Card kann das Verfahren einige Jahre dauern und kostet den zukünftigen Arbeitgeber eine große Stange Geld. Oftmals wird diese Green Card zum Beispiel verwendet für Universitätsprofessoren, Personen, die einen Nobelpreis erhalten haben, wichtige Künstler und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die Anforderungen sind sehr hoch. Auch hier die Green Card über den Arbeitsplatz ist ein recht schwieriger Weg und erfordert eine sehr hohe Qualifikation des Bewerbers. Zu guter Letzt wollen wir nicht verschweigen, dass auch durch die Green Card Lotterie, die sogenannte Diversity Visa Lotterie, eine Green Card erstanden werden kann. 50.000 Personen bietet sie jedes Jahr die Möglichkeit, eine Green Card zu bekommen. Die Teilnehmer werden nach Zufallsprinzip ausgewählt und die Gewinner erhalten das Recht, in die USA einzureisen und dort dauerhaft zu wohnen und zu arbeiten. Die Teilnahme ist kostenlos und die Voraussetzungen sind weniger streng als bei den anderen Visa-Kategorien. Dennoch natürlich so Dinge wie einwandfreie Vita, sauberes polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort sind natürlich auch hier unbedingt notwendig. Was zeigt uns diese kleine Aufstellung der verschiedenen Green Card Optionen? Nun, für die meisten wird eine Auswanderung mit der Green Card nicht funktionieren. Viel einfacher ist es, sich zunächst ein temporäres Visum zu beschaffen und von dem kann man später möglicherweise auf die Green Card wechseln. Ein Visum ist eine befristete Erlaubnis, die es Ausländern und damit potenziellen Einwanderern ermöglicht, in die USA einzureisen, sich dort aufzuhalten und zu arbeiten. Eine Green Card hingegen gewährt den Lawful Permanent Resident Status, also eine sogenannte Daueraufenthaltsgenehmigung und ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Beide Dokumente erfordern unterschiedliche Verfahren und haben verschiedene Voraussetzungen. Was sind Beispiele für solche Visa? Listen wir sie zunächst auf und danach werden wir uns dann im Detail damit behandeln. Wir haben zum Beispiel das E1-Handelsvisum für Schlüsselpersonen eines Handelsunternehmens. Wir haben das E2-Visum für Investoren. Wir haben das F1-Visum für Studenten. Wir haben das H1B-Visum für hochqualifizierte Fachkräfte, J1 für Au-pairs, L1 für Beschäftigte, die innerhalb eines Unternehmens in die USA versetzt werden und das K-Visum für Verlobte oder Ehepartner von US-Bürgern. Nachdem wir dir weiter oben bereits gesagt haben, wie schwierig es ist, die Green Card zu bekommen
wollen wir dir nun eben Visaformen vorstellen, die hoffentlich sehr viel einfacher für dich zu erhalten sind. Der einfachste Weg für ein Leben in den USA ist immer, wenn man von einem deutschen Unternehmen zur Arbeit in das Land entsendet wird. Dies kann auch dein eigenes Unternehmen sein. Dies kann auch eine Tochtergesellschaft oder ein neues Unternehmen sein, das du dort gründest. Alternativ, aber aufwendiger, kann auch ein amerikanisches Unternehmen den Auswanderungswilligen als Arbeitskraft anfordern. Nochmal der Unterschied. Hier bei der ersten Option geht letztlich die Dynamik vom Ausland aus. Das heißt, ein Unternehmen außerhalb der USA, zum Beispiel dein eigenes, will dich in die USA schicken. Bei der zweiten Variante beantragt ein Unternehmen in den USA, ein zukünftiger Arbeitgeber, ein Visum für dich. Die meisten Arbeitgeber wollen das nicht, daher sehr schwieriger. Was sind nun die Kategorien? Das E1-Visum. Unternehmen aus Ländern, die substanziellen Handel mit den USA treiben und mit denen die USA ein entsprechendes Abkommen haben, dazu gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz, können das E1 oder auch Treaty Trader Visum nutzen. Das E1-Visum ist ein unternehmensgebundenes Arbeitsvisum, das ausländischen Mitarbeitern die Arbeitsaufnahme in den USA erlaubt. Darunter zum Beispiel eben auch den Eigentümern. Der Vorteil ist, dass ein solches ausländisches Unternehmen, wenn es als E-Unternehmen registriert ist, Angestellte vereinfacht über diese Visakategorie in die USA entsenden kann und sie dort einsetzen kann. Also nicht nur einen Antragsteller wie zum Beispiel den Eigentümer, sondern eben auch andere Mitarbeiter, sollte dies notwendig sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mitarbeiter eine langjährige Entsendung antreten soll oder nicht oder einfach nur für mehrere Monate in die USA reisen soll, um dort zu arbeiten. Die Mitarbeiter müssen für die zukünftige Beschäftigung in den USA durch geschäftsführende oder leitende Funktionen qualifiziert sein, wie zum Beispiel Executive Manager, Spezialisten oder natürlich auch die Eigentümer. Das E1-Visum ist allerdings kein Einwanderungsvisum, sondern es ist befristet. Es ist also keine unbefristete Arbeitserlaubnis. Allerdings, solange das Unternehmen besteht, kann es unbegrenzt verlängert werden, immer und immer wieder, spätestens alle 6 Jahre. Das E1-Visum kommt immer dann in Frage, wenn die USA für dich der wichtigste ausländische Handelspartner sind. Wenn du also eine deutsche GmbH hast und diese deutsche GmbH macht 1 Million Euro Umsatz, 500.000 davon mit ausländischen Kunden, dann muss letztlich der Umsatz mit US-Kunden der größte Anteil deines Auslandsumsatzes sein. Dann qualifizierst du dich automatisch für dieses E1-Visum. Kann also sehr einfach für dich sein. Kommen wir zum E2-Visum. Das E2-Visum ähnelt dem E1-Visum. Es heißt Treaty Investor Visum. Es können Unternehmen nutzen, die beträchtliches Kapital in den USA investieren oder investiert haben. Sie können es für Mitarbeiter beantragen, die das Unternehmen in die USA entsenden will. Dabei spielt die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit keine Rolle. Was heißt, dass auch neu angestellte Mitarbeitende ein E2-Visum erhalten können. Wer sich also bei solch einem Unternehmen anstellen und in die USA entsenden lässt, kann mit dem E2-Visum legal in den USA leben und arbeiten. Das kann also ein sehr einfacher Weg für dich in die USA sein. Wenn du ein Unternehmen kennst, in Deutschland zum Beispiel, das entsprechend hier in den USA investiert hat und dort weiter tätig sein möchte. Selbstverständlich kannst du als Unternehmer das E2-Visum nutzen und als Unternehmer, nicht als Unternehmen, eine Investition in den USA tätigen. Es gibt dort keinen festgeschriebenen Betrag, aber man würde sagen, ab 100.000 sieht es ziemlich gut aus. In manchen Fällen ist auch 50.000 möglich. Kommen wir zum H1B-Visum. Das H1B-Visum ist für den umgekehrten Fall als die beiden anderen Visa, die wir schon besprochen haben. Es ermöglicht amerikanischen Unternehmen, ausländische Arbeitnehmer in Fachbereichen einzustellen, die theoretisches oder technisches Wissen erfordern. Es ist ebenfalls kein Einwanderungsvisum, sondern ein vorübergehendes Arbeitsvisum, da es Menschen aus anderen Ländern ermöglicht, in bestimmten Branchen wie Informationstechnologie, Ingenieurwesen, Gesundheitswesen, Finanzen und anderes in den USA zu arbeiten. Aber anders als beim E1 und beim E2-Visum kann man mit dem H1B-Visum während seines Aufenthalts eine Green Card beantragen, ohne dass dadurch der H1B-Status beeinträchtigt wird.
Deshalb ist das H1B-Visum bei ausländischen Fachleuten beliebt, die in den USA leben und arbeiten möchten. Der Prozess für das H1B-Visum ist allerdings extrem aufwendig. Es stehen pro Jahr nur 64.000 Visa zur Verfügung. Als erstes muss man an einer Lotterie teilnehmen, dass man überhaupt als Kandidat hier zugelassen wird. Und dann hat man das Visum noch nicht, aber dann darf man grundsätzlich erstmal den Antrag stellen, beziehungsweise der Arbeitgeber darf dann den Antrag stellen. Man muss hier ein Universitätsstudium haben, beziehungsweise über entsprechende Berufserfahrung verfügen. Das funktioniert also nur, wenn der Arbeitgeber dich wirklich möchte und du ein anerkannter Spezialist bist. Kommen wir zum L1-Visum. Da Fachkräfte speziell im technischen und wissenschaftlichen Bereich in den USA sehr gefragt sind, suchen Arbeitgeber oft nach qualifizierten Kandidaten, die über spezielle Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Diese Fachkräfte benötigen, um ohne Green Card in den USA arbeiten zu können, ein Arbeitsvisum. Das neben dem H1B häufigste Visum für Fachkräfte in speziellen Berufen ist das L1-Visum für Mitarbeiter, die innerhalb eines Unternehmens versetzt werden. Zur Abgrenzung, sowohl E- als auch L-Visa berechtigen dazu, in den USA zu arbeiten. Die E-Visa bieten Mitarbeitern von Unternehmen, die in den USA internationalen Handel treiben oder investieren, eine Chance auf einen Aufenthalt zur Arbeit in den USA. Die L-Visa dienen dagegen der Mitarbeiterentsendung bzw. Mitarbeiteranforderung, sind also eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für die USA, das dem firmeninternen Mitarbeitertransfer zwischen dem Standort, zum Beispiel in Deutschland, und den USA dient. Kann natürlich auch für den Eigentümer verwendet werden. Ja? Also, wenn der Eigentümer eines Unternehmens in Deutschland sich transferieren möchte in die neu zu gründende US-Tochtergesellschaft, funktioniert auch das L1-Visum. Da das L1 unternehmensgebunden ist, muss der offizielle Antragsteller immer das US-Unternehmen sein. Der zu entsendende Mitarbeiter muss innerhalb der letzten 3 Jahre mindestens ein Jahr lang für den ausländischen Standort des Unternehmens in einem regulären Arbeitsverhältnis als Manager oder Spezialist tätig gewesen sein, um sich für das L1-Visum zu qualifizieren. Auch bei der zu besetzenden Stelle in den USA muss es sich um eine Management-, Executive- oder Spezialistentätigkeit handeln. Je nach Tätigkeit im US-Unternehmen wird hier dann nochmal zwischen dem L1A, Executive und Manager, und L1B, Spezialisten, differenziert. Ein weiterer Vorteil des L1-Visum ist, dass auch hier ein Wechsel auf die Green Card möglich ist, ähnlich wie beim H1B-Visum. Das L1-Visum ist höchstens 7 Jahre gültig. Hier haben also die E-Visa Vorteile. Diese können ja unbegrenzt verlängert werden. Das spezielle L1 New Office Visa für Unternehmen, die weniger als 1 Jahr in den USA operativ tätig sind, werden zunächst nur auf 1 Jahr für die betreffenden Arbeitnehmer erteilt, können dann aber auf weitere 5 bzw. 7 Jahre verlängert werden. Nachdem du nun einen Überblick darüber erhalten hast, welche Möglichkeiten es gibt, auch ohne Green Card in die USA auszuwandern und wie du dann von manchen Visa direkt auf die Green Card wechseln kannst, steht für viele auch natürlich die US-Staatsbürgerschaft im Raum. Wie kann man diese nun erlangen? Amerika ist ein Traum für viele Menschen, die ihr Leben in einem anderen Land beginnen möchten. Wer es geschafft hat, einen rechtmäßigen, ständigen Wohnsitz in den USA zu erlangen, erst durch ein temporäres Visum, dann eine Green Card, bei dem beginnt die Wartezeit für die Beantragung der Staatsbürgerschaft. Die allgemeinen Anforderungen für die US-Staatsbürgerschaft sind wie folgt. Du musst 18 Jahre oder älter sein, seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in den USA gelebt haben, gute moralische Charaktereigenschaften vorweisen, grundlegende Kenntnisse der englischen Sprache, der US-Geschichte und der US-Regierung besitzen, einen Treueeid gegenüber der Verfassung der USA ablegen. Im Allgemeinen kann die Beantragung der US-Staatsbürgerschaft zwischen 3 Monaten und mehreren Jahren dauern. Du brauchst auf jeden Fall einen Anwalt, der dich hierbei unterstützen kann. Das Verfahren, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten, sowieso den Prozess, irgendein Visum in den USA zu erhalten, ist ein echter Papierkrieg. Hier brauchst du einen Anwalt. Wir können dir gute Immigration-Anwälte in den USA empfehlen. Am Ende noch ein paar Tipps, wie du dich optimal vorbereiten kannst, um ohne Green Card in die USA auszuwandern. Erster Punkt, Visum. Recherchiere, welches Visum für deine Situation am besten geeignet ist. E1, E2, H1B oder L-Visum sind zum Beispiel Optionen für Fachkräfte. Arbeitssuche. Wenn du nicht dein eigenes Unternehmen gründest, solltest du dich darauf vorbereiten, dass die Jobsuche
ohne Green Card in den USA sehr herausfordernd sein kann. Viele Arbeitgeber scheuen sich davor, Ausländer einzustellen aufgrund der hohen Kosten und des komplizierten Verfahrens. Bist du allerdings Spezialist in einem Bereich, stehen deine Chancen ziemlich gut. Es gibt zum Beispiel spezialisierte Recruiting-Agenturen, die sich nur darauf fokussiert haben, zum Beispiel europäische Spezialisten in die USA zu bringen und dabei Unternehmen in den USA zu unterstützen. Ich würde dir raten, suche für deine spezifische Qualifikation nach entsprechenden Recruiting-Agenturen in den USA und trete mit diesen in Kontakt und besprich deine Situation. Ein weiterer Tipp, bau ein Netzwerk auf. Nutze soziale Medien, um Kontakte in deinem Berufsfeld in den USA zu knüpfen. Das kann bei der Arbeitssuche helfen und ist wichtig für deine Karrierechancen. Und natürlich Sprachkenntnisse darf man nicht vergessen. Wenn dein Englisch noch verbesserungsbedürftig ist, dann setz dich dran und übe, lerne, studiere. Wenn auch du daran Interesse hast, in die USA auszuwandern, insbesondere als Unternehmer, dort ein Unternehmen zu gründen, dort zu investieren, oder wenn du bereits ein deutsches Unternehmen hast, was mit den USA-Handel treibt und du deswegen für das E1-Visum dich qualifizierst, dann würde ich mich freuen, über dein Vorhaben in den USA in einem Beratungsgespräch zu sprechen. Ich packe den Link hier in die Beschreibung rein. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, in die USA auszuwandern und dort Unternehmen zu gründen. Wir arbeiten mit vielen sehr qualifizierten, spezialisierten Einwanderungsrechtlern zusammen in den USA, beziehungsweise US-Kollegen, die auch in Europa sind, die sehr hohe Erfolgsquoten bei der Beantragung von Visa haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch dir bei deinem Visa helfen können. Ich packe den Link zur Beratung hier in die Beschreibung rein und würde mich freuen, über deinen amerikanischen Traum im Beratungsgespräch zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.